Ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrsnetz ist der Schlüssel zur Modernisierung der Stadt. Die Situation heute ist nicht anders. Metro steht für eine neue Generation schneller, sicherer und zuverlässiger Weltklassezüge, die Kunden mühelos an ihr Ziel bringen. Die U-Bahn ist das Hauptelement des öffentlichen Verkehrs in den Metropolen der Welt, weshalb jede Stadt ihr U-Bahn-Netz in Zukunft ausbauen wird. Das U-Bahn-Netz wird in den nächsten 10 Jahren erheblich erweitert, da neben Netzupgrades auch neue Netze und Linien gebaut werden. Die meisten dieser Projekte befinden sich bereits im Bau und wurden bereits übergeben, wie die U-Bahn in Riyadh. Andere Systeme befinden sich jedoch noch in der Halbzeitprüfung oder die U-Bahn in Sydney wurden nur teilweise geliefert. Schauen wir uns die Mega-U-Bahn-Projekte an, die die Transportmittel verändern werden. Bleiben Sie dran für das am meisten erwartete Video. Wien U5, Österreich. Ab 2023 wird die neue U-Bahn-Linie U5 zwischen den Stationen Karlsplatz und Rathaus in der Innenstadt verkehren und in den kommenden Jahren bis zum Elterleinplatz im 17. Bezirk verlängert. Die U5 wird Wiens erste vollautomatische U-Bahn-Linie sein und die Züge werden ohne Fahrer fahren. Die Hauptstrukturelemente bestehen aus Stahl, der mit einem weißen Aluminiumblech bedeckt ist. Zwischen diesen Elementen ist eine Glaseinheit eingebaut. Entlang der Längsseiten des Gebäudes werden in jedem dieser BÖGEN-Eckfalten in unterschiedlicher Höhe angebracht. Bahnhöfe sind hell, einladend und hell und schaffen im öffentlichen Raum eine Art schnelle ERZ-EHLUNG. Bei einem solchen Projekt ist ein möglichst leicht verständliches Leitsystem unabdingbar und letztlich ein Sicherheitsaspekt. Gleiches gilt für freie Wege und Freiflächen, damit sich Fahrgäste und Stationspersonal wohlfühlen. Die Böden und Treppen sind aus poliertem und geflammtem Granit. Die Decke besteht aus emaillierten Aluminiumplatten in 2 Farben, teils glatt, teils perforiert, um die Akustik zu optimieren. Für die Wandpaneele und Sitzelemente verwenden wir emaillierte Stahlblechplatten. Die Handläufe sowie die Armlehne und Rückenlehne des Sitzelements sind aus gebürstetem Edelstahl. Eine umweltfreundlichere urbane Mobilität ist der Schlüssel für die zukünftige Lebensqualität in Städten und wird es bald sein. Wien hat mit seinem U- und Straßenbahnnetz einen E-Mobilitätsanteil von fast 50% erreicht. Hier verfolgt die Stadt seit Jahrzehnten eine klare Strategie, investiert konsequent in Netze, verkürzt Taktzeiten, baut bestehende Linien aus und schafft neue Verbindungen, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Mit beachtlichem Erfolg. Heute gibt es in Wien mehr Jahreskarten als zugelassene Autos. Trotz der spürbaren Vorteile für Fahrgäste und Umwelt hat das U2/U5-Projekt über die Jahre tausende Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Im ersten Bauabschnitt ist eine Investition von rund 950 Millionen Euro geplant, um in den kommenden Jahren mehr als 16.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Der Gesamtbeschäftigungseffekt des Projekts beläuft sich auf rund 1.700 Vollzeitäquivalente je 100 Millionen investierter Euro. Die neuen X-Cars werden mit dem Fahrgastinformationssystem FGI Plus ausgestattet, bei dem über jeder Tür eine Wegbeschreibung angezeigt wird. Das neue System informiert die Fahrgäste über den nächstgelegenen Einstieg und informiert über die Weiterfahrt, bevor der Zug am Bahnhof ankommt. Siemens hat einen Auftrag zur Lieferung von 34 vollautomatischen Metrozügen mit der Option auf weitere 11 Wagen erhalten. Darüber hinaus übernimmt Siemens für 24 Jahre die Wartung des Zuges. Die Züge werden im Siemens-Werk in Wien hergestellt und zwischen 2020 und 2030 ausgeliefert. Das U2-Gleis wurde von ÜV Architects entworfen, während das U5-Gleis von Franz Architekten entworfen wurde. MA18 war für die detaillierte Projektplanung verantwortlich und IGT konzipierte die Baustellen U-Halbe und U2/21. Ein großartiges Projekt für Österreich, das viele Möglichkeiten für die Menschen schaffen und auch helfen wird, ihr Ziel zu erreichen. Was haltet ihr von diesem tollen Projekt? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. U-Bahn Sydney, Australien. Sydney Metro ist ein Unternehmen der NSW-Regierung und Teil des NSW Transport Clusters, das ähnlich wie Sydney Trains operiert. Dieses Metro-Projekt ist Australiens größtes Verkehrsprojekt. Bis 2030 wird Sydney 4 U-Bahn-Linien, 46 Stationen und 113 Kilometer neue U-Bahn-Linien haben. Die Sydney Metro revolutioniert die Art und Weise, wie Australiens größte Stadt reist, und verbindet Sydneys Nordwesten, Westen, Südwesten und Greater West mit einem schnellen und zuverlässigen U-Bahn-Service mit vollständig zugänglichen Stationen. Eine Umweltverträglichkeitserklärung für dieses Projekt wurde 2017 herausgegeben und es gingen etwa 560 Vorschläge ein. Die Einreichung und der ausgewählte Infrastrukturbericht für die Modernisierung der U-Bahn von Sydenham nach Bankstowen wurden im Juli 2018 veröffentlicht.
Die Projektgenehmigung wurde am 10. Januar 2017 erhalten. Anfang 2020 wurden 5 Tunnelbohrmaschinen eingesetzt, um den Vortrieb des 15,5 Kilometer langen Doppelschienentunnels zwischen den Enden der Metro-Nord-West-Linie in Chatsworth und Sydenham abzuschließen. Die neuen Stationen werden an Großnest, Victoria Cross, Barangaroo, Martinplatze, Pitt-Street und Waterloo geliefert, zusammen mit einem neuen unterirdischen Bahnsteig an der Zentralstation. Klimatisierte U-Bahn alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit. Autobahnbahnhof inklusive Aufzüge. Verbesserte Videoüberwachung, Bahnsteigtore, Bahnsteige auf Zugböden und Mindestabstand zwischen Bahnsteig und Zug. Neue bzw. moderne Warteräume und neue Bahnhofszugänge. Verbesserte Umsteigemöglichkeiten am Bahnhof. Alle Züge halten an allen Nahverkehrsbahnhöfen, kein Warten auf den richtigen Zug. Weniger Wartezeit dank höherer Servicefrequenz. Die Sydney Metro wird zusammen mit Signal- und Infrastrukturverbesserungen des bestehenden Netzes die Kapazität des Schienenverkehrs in Sydney von heute rund 120 pro Stunde auf bis zu 200 pro Stunde nach 2024 erhöhen. Nach der Änderung werden die U-Bahn-Züge von Bankstowen mindestens alle 4 Minuten verkehren oder 15 Züge pro Stunde während der Hauptverkehrszeiten. Das U-Bahn-Netz wird zwischen Sydenham und Bankstowen vollständig vom bestehenden Sydney-Reihnetz getrennt, wodurch die Betriebszuverlässigkeit auf der Strecke erhöht wird. An beiden Standorten werden Umsteigepunkte zwischen der Sydney Metro und den Sydney Trains mit verbesserten Wegbeschreibungen und Wegbeschreibungen zur Verfügung gestellt. Ich denke, es ist ein großartiges Projekt, das auf uns zukommt. U-Bahn Jeddah, Saudi-Arabien. Wir alle kennen Dubai für seine höchsten Gebäude und verschiedene Konstruktionen. In der gleichen Linie kommt noch eine weitere zur Jeddah Metro. Jeddah Metro ist ein einheitlicher urbaner Masterplan für das 23. Jahrhundert, der eine vollständig integrierte Designvision für das Verkehrssystem der Stadt skizziert, einschließlich einer langfristigen Strategie, die als Katalysator für das städtische Wachstum fungieren und den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft für Jeddah legen wird. Inspiriert von der Vision der Stadt für die Infrastrukturentwicklung ist dieser Vorschlag ein Joint Venture mit Arcadis Ingenieuren und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für verschiedene Verkehrsträger, öffentliche Räume, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur sowie Landschaft, um sicherzustellen, dass jeder dieser Aspekte kohärent und komplementär ist. Einheit, vollständige Form. Der auf das lokale Klima abgestimmte Masterplan ist stadtweit und basiert auf dem kompakten und dichten Stadtmodell des alten Al-Balad-Viertels mit einer Mischung aus Anwendungen und komfortablen, begehbaren und schattigen Straßen. Derzeit lebt nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung im Umkreis von 10 Gehminuten um den Verkehrsknotenpunkt Jeddah. Das Projekt zielt darauf ab, einen viel höheren Prozentsatz durch einen Prozess der Verdichtung und strategischen Planung zu erreichen. Jeder Stationsknoten wird eine neue Umgebung mit einzigartigem Charakter schaffen, und zusammen werden sie eine vielfältige und dynamische Stadt schaffen. Das U-Bahn-Netz wird durch eine Reihe von Brücken definiert, eine in sich geschlossene Statue, die Jeddah überquert, und Raum für mehrere Funktionen und einen Katalysator für positives Stadtwachstum bietet. In Zusammenarbeit mit Space Syntax führte das Büro eine umfassende städtebauliche Analyse durch, um eine bessere Fußgängeranbindung im neuen Masterplan zu schaffen. Die Bahnhöfe sind daher als effiziente intermodale Knotenpunkte konzipiert, die es den Fahrgästen ermöglichen, problemlos zwischen den Verkehrsmitteln zu wechseln, von Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen bis hin zu Wassertaxis und einem Netz schattiger Radwege und Fußgängerwege. Architektonisch bestand die Herausforderung darin, eine einheitliche Identität für das gesamte U-Bahn-System zu schaffen und gleichzeitig den individuellen Charakter jedes Standorts zum Ausdruck zu bringen. Die markanten weißen Betonbögen verbinden das gesamte Netzwerk optisch und bieten gleichzeitig flexible modulare Einheiten für Erweiterungen und Erweiterungen. Jede Station hat auch einen in den Bogen eingebauten Sonnenschutz, der in Zusammenarbeit mit den saudischen Künstlern Ahmed Angawi und Dana Awatani entworfen wurde und den lokalen Charakter ausdrückt, sowohl materiell als auch ästhetisch. Da das Projekt von Anfang an in einem schnellen Zeitplan abgewickelt wurde, war das lokale Projektteam von Foster Plus Partners im Büro des Kunden in Jeddah stationiert. Tägliche Besprechungen erleichtern die schnelle Entscheidungsfindung und stellen sicher, dass alle Beteiligten über die neuesten Designentscheidungen informiert sind. Daher erstreckt sich der Gesamtplan vom Stationsdesign bis zum Rollmaterial, wobei die neuesten Technologien und Materialien verwendet werden, um eine unverwechselbar schlanke Form zu schaffen. Das ikonische Design der Brücke und die elegante Chromnase des Zuges spiegeln sich im Markenkonzept von Brand Union wider und schaffen ein sofort erkennbares Bild für den neuen Transportplan und drücken gleichzeitig ein einzigartiges Ortsgefühl aus. Das U-Bahn-Netz wird schließlich aus 4 Linien bestehen.
Die 33 Kilometer lange blaue Linie mit 19 Stationen wird das Stadtzentrum mit dem King Abdulaziz International Airport verbinden, während die 42 Kilometer lange orange Linie mit 30 Stationen in Nord-Süd-Richtung entlang des östlichen Teils der Stadt von der Nord-Ophur Bridge zur Madina Road verlaufen wird. Die ost-west-grüne Linie wird 16,5 Kilometer lang sein und 12 Stationen haben, und die rote Linie wird 58 Kilometer lang sein und 24 Stationen haben. Die U-Bahn umfasst den Bau der 2 Kilometer langen Jalan Ophur Rail Suspension Bridge, die 74 Meter breit sein und eine maximale Spannweite von 51 Metern haben wird. Die neue 85.000 M2 große Knotenstation in Al-Muntalaq wird einen Umsteigepunkt zwischen der U-Bahn und dem Hochgeschwindigkeitsbahnhof Haramain bieten. Neben der U-Bahn- und Straßenbahnlinie Korniche gibt es auch eine 37 Kilometer lange Stadtbahnlinie und ein 159 Kilometer langes Schienennetz mit 24 Stationen. Es ist eines der größten futuristischen U-Bahn-Projekte. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Metro Ottawa, Kanada. 2013 wurde der LRT-Ausbau vom Ottawa City Council als Teil des Transport-Masterplan genehmigt. Das Projekt umfasst 3 Schienenverlängerungen, die Phase 1 östlich, westlich und südlich von Ottawa verlängern werden. Das Projekt erhielt im Juni 2015 die Umweltgenehmigung und im Februar 2017 die Betriebsgenehmigung. Die zweite Phase des Ottawa LRT-Projekts erhielt im März 2019 die Beschaffungsgenehmigung vom Ottawa City Council. Der Bau der ersten Phase ist im Gange, während der Bau der zweiten Phase 2019 begann und 2025 abgeschlossen sein soll. Das Erweiterungsprojekt wird voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Die zweite Phase des Projekts wird das O-Train-System um 44 Kilometer Gleis und 24 Stationen von Baishore zum Place d'Orléans und südlich nach Boisville an der Riverside Sud erweitern. Die 3 vorgeschlagenen Erweiterungen umfassen die Westlinie-Konföderation, Erstlinie-Konföderation und Sudlinie-Trillium. Die Westkonföderation-Linie wird eine 15 Kilometer lange Verlängerung sein, die bei Tunis Pasture beginnt und über insgesamt 11 Stationen durch Baishore zum Modi Drive führt. Diese erstreckt sich bis zum Algonquin College im Südwesten. Die geschätzte Investition für die dreiphasige Erweiterung beträgt 4,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich 1,09 Milliarden US-Dollar, die von der Regierung von Ontario in Partnerschaft mit der Stadt Ottawa bereitgestellt wurden. Die Bundesregierung hat die Finanzierung von mehr als 66 Millionen US-Dollar durch den Public Transport Infrastrukturfonds angekündigt, um Projektaktivitäten zu ermöglichen. Die Mittel werden für Vorarbeiten und Vorplanungen, die Anschaffung von 4 LRV und andere unterstützende Arbeiten verwendet. Das Ausbauprojekt wird etwa 14.000 Autos von der Straße nehmen, was Staus während der Hauptverkehrszeit reduzieren soll. Es wird auch 77% der Stadtbevölkerung innerhalb von 5 Kilometern mit der Stadtbahn befördern und die Treibhausgasemissionen über 25 Jahre um 155.000 Tonnen reduzieren. In der zweiten Phase werden rund 1.000 Vollzeitstellen geschaffen. In Spitzenzeiten kann die Linie bis zu 24.000 Kunden pro Stunde in und aus der Innenstadt von Ottawa in jede Richtung transportieren. Die zweite Phase wird jedes Jahr mehr als 900.000 Busfahrten zu Spitzenzeiten ersetzen. Die Idee hinter diesem Projekt ist großartig. Was sind Ihre Meinungen und Gedanken? Vergessen Sie nicht, sie zu teilen. Metro Glasgow, Schottland. Die Glasgow Metro ist ein unterirdisches Stadtbahnsystem in Glasgow, Schottland. Sie wurde am 14. Dezember 1896 eröffnet und ist nach der London Underground, der Mersey Railway in Liverpool und der Budapest Metro das viertälteste U-Bahn-System in Europa. Es ist auch eine der wenigen Eisenbahnen der Welt mit einer Breite von 4 Fuß. Ursprünglich eine Standseilbahn, wurde die U-Bahn dann elektrifiziert, aber die zweispurige Kreisbahn wurde nie verlängert. Die Linie war ursprünglich als Glasgow Underground bekannt und wurde später in Glasgow Underground umbenannt. Es wurde 1936 in Glasgow Underground umbenannt. Trotz dieser Namensänderung bezeichnen viele Einwohner Glasgows das Netz weiterhin als T-Metro. 2003 wurde der Name SUBWAY offiziell von seinem Betreiber Strathclyde Partnership for Transport übernommen. Im Jahr 2005 wurde eine 40.000 Pfund Studie durchgeführt, um die Machbarkeit einer Erweiterung im Süden der Stadt zu untersuchen, während eine weitere Zusage von Labour im Jahr 2007, das Erst-End zu erweitern, ebenfalls erfolglos blieb.
Das U-Bahn-System wurde als eine große kreisförmige Schleife mit einer Länge von fast 10,5 Kilometern gebaut und erstreckt sich sowohl nördlich als auch südlich des Flusses Clyde. Die Gleise haben die ungewöhnliche Schmalspur von 4 Fuß und einen nominellen Tunneldurchmesser von 11 Fuß, sogar kleiner als der Tiefstrecken der Londoner U-Bahn. Das Rollmaterial ist erheblich kleiner. Im Gegensatz zu vielen anderen U-Bahn-Systemen verwenden Glasgow-Untergrund-Tickets keine entfernungsbasierte Tarifstruktur. Mit dem Ticket können Fahrgäste so lange in der U-Bahn bleiben, wie sie wollen. Mit der Einführung der als Bramble bekannten Smartcard-Technologie gibt es eine zweistufige Tarifstruktur. Es gibt eine Einzeltarifoption, bei der der Fahrpreis einer Kunststoff-Chipkarte für Erwachsene um mehr als 10% günstiger ist als ein Papierticket zur einmaligen Verwendung. Eine Smartcard hat ein Tageslimit, das billiger ist als ein Hin- und Rückfahrtticket und viel billiger als eine normale Tageskarte. Für eine 7-Tages-, 4 Wochen-, 6 Monats- oder 1-Jahres-Saisonkarte ist eine Chipkarte erforderlich. Smartcards sind online kostenlos erhältlich, die Lieferung dauert bis zu 10 Werktage oder 3 Pfund vom Bahnhof. Großartige Technologie kommt auf uns zu. Dies ist eines meiner Lieblings-U-Bahn-Projekte. Da die Bevölkerung wächst, brauchen wir bessere Transportmöglichkeiten in den Ländern, in denen wir leben. Der U-Bahn-Transport wird für viele Passagiere zu einem Transportmittel, mit dem wir die weltweit beste U-Bahn-Infrastruktur und ihre Ziele sehen. Es sind verschiedene U-Bahn-Projekte im Bau, die den Menschen helfen werden, kürzere Entfernungen zurückzulegen, und es werden auch Beschäftigungsmöglichkeiten für mehrere Menschen geschaffen. Auch aus ökologischer Sicht sind diese Projekte großartig. Mit diesen Projekten werden wir bis zu einem gewissen Grad in der Lage sein, die Umweltverschmutzung zu bewältigen. Dies sind die 5 Mega-U-Bahn-Projekte. Danke, dass Sie bis zum Ende dieses Videos bleiben. Teilen Sie Ihre Gedanken oder Kommentare im Feld unten mit. Bis zum nächsten Mal.